Hallo, ich bin die Hanna, wir sind hier in der Spanischen Hofreitschule. Hinter mir steht mein Pferd Ziegler Vibadosta. Ich hole ihn jetzt gleich zum Morgentraining und ich freue mich, dass du heute meinen perfekten Tag mit mir verbringen wirst. Bei uns ist es so Tradition, dass ich mein Pferd nicht selber herrichte, sondern dass es hergerichtet wird von den Pflegern und von den Eleven. Achtung, kurz aufpassen. Jetzt wird es ziemlich eng, jetzt kommen auch die Pferde entgegen. Am besten du wartest hier, ich komme gleich. Wir gehen jetzt raus in die Sommerreitbahn. Du kannst mich gerne begleiten. So, jetzt habe ich kurz Zeit, dass ich dir die Stallungen zeige. Wir sind hier in einem ganz historischen Stall. Wir haben hier 72 Pferde stehen. Das sind alles Hengste, das ist die Besonderheit bei uns. So, wir schauen jetzt gleich zu Maestoso Alea. Bei uns ist es mit den Namen immer so, wir können uns das nicht aussuchen. Die sind von der Zucht her vorgegeben. Aber wir haben halt für jedes Pferd einen Spitznamen. Also den kleinen nenne ich jetzt zum Beispiel Leni. Das ist ganz unterschiedlich. So, jetzt zeige ich dir was Besonderes, und zwar einen braunen Lipizzaner. Das Besondere daran ist, dass die Schimmelfarbe eigentlich dominant vererbbar ist. Das heißt, wenn du einen braunen und einen Schimmel deckst, kommt immer ein Schimmel raus. Und er ist aber eine Ausnahme, deswegen ist er der Glücksbringer in der Spanischen Hofreitschule. So, jetzt sind wir in der Sattelkammer. Die ist bei uns ganz besonders. Es geht immer darum, dass wir eine ganz besondere Ordnung haben. Darauf wird ganz penibel geachtet. Der Herr Stallmeister Hamminger schaut da ganz genau drauf. Hier siehst du zum Beispiel, dass die Zügel immer schön zusammengelegt sind und dass alles ganz sauber ist. Also nach jedem Reiten werden die Zaumzeuge geputzt, die Messingbeschläge werden alle poliert. Da sind die Sättel. Da siehst du, das sind ganz normale Dressursättel, die sind fürs Training. Und das sind die weißen Sättel, das sind Hirschledersättel, die sind ganz maßangefertigt. Hier siehst du unsere Vorführungszaumzeuge. Wir nennen sie Goldzeug. Die müssen natürlich immer poliert werden, dass sie schön glänzen in der Vorführung. Sie sind relativ schwer fürs Pferd, schwer zum Tragen, und sie werden hauptsächlich für die Vorführung verwendet und ab und zu auch im Training. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Jetzt muss ich zur Vorführung und wir sehen uns dann danach wieder. Danke, dass du gewartet hast. Ich bin jetzt fertig mit der Arbeit. Ich habe einen Hunger bekommen, und bevor wir weitermachen, würde ich dir gerne die neue Pizzeria gleich ums Eck zeigen. So, hier sind wir jetzt. Das ist die L'Osteria. Das hat relativ neu aufgemacht. Das ist eine super nette Pizzeria. Und klar, setzen wir uns jetzt hin. Du wirst sehen, die Pizzeria ist bekannt für ihre Riesenpizza. Es ist wirklich überragend, ist auch von der Qualität her wirklich gut. Ich bin gespannt, was du sagst. Oh, danke schön. Bon Appetit. Schau, wie riesig die Pizza ist. Die hat nicht mal auf einem Teller Platz. Guten Appetit. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten in der Natur. Das kann man in Wien sehr gut machen. Ich würde dir gerne das Schloss Schönbrunn zeigen. Lass uns noch durch den ersten Bezirk spazieren gehen, zur nächsten U-Bahn-Station. Direkt hinter mir befindet sich die Albertina. Sie hat eine der größten und wertvollsten Sammlungen an Kunstwerken. Den Feldhasen von Dürer, den habe ich selber schon gesehen. Sehr zu empfehlen, gerade für Kulturinteressierte, wirklich ideal. Auf der linken Seite kannst du das Hotel Sacher sehen. Da gibt es die weltberühmte originale Sachertorte, wirklich sehr lecker. Wir sind jetzt direkt vor der Staatsoper, einer der weltbekanntesten Opernhäuser überhaupt. Das Tolle ist, dass es hier sogar einen Bildschirm gibt für Live-Übertragungen für die Passanten und alle Leute, die draußen stehen. Finde ich wirklich super und kommt auch wirklich sehr gut an.
Wir stehen jetzt direkt in der U-Bahn-Station Karlsplatz. Hier können wir direkt mit der U4 bis nach Schönbrunn fahren. Wir stehen jetzt mitten auf dem Platz vor dem Schloss Schönbrunn, wahnsinnig beeindruckend hier. Immer wieder fühlt man sich zurückversetzt in die Kaiserzeit, wenn man hier ist. Bevor wir jetzt in den Zoo gehen, würde ich dir gerne die Wagenburg zeigen. Folge mir einfach. So, genau hinter mir ist der Eingang zur Wagenburg. Kommen wir jetzt einfach mit rein, ich glaube, es gibt ziemlich beeindruckende Kutschen herinnen. Es schaut natürlich schon sehr toll aus hier. Und gerade die Lipizzaner auch als Kutschpferde sehr bekannt sind, ist es auch für mich sehr interessant, wie sie sich früher fortbewegt haben. So, du siehst, wie viele Pferde notwendig waren, diese Kutsche zu ziehen und wie prunkvoll sie geschmückt waren. Diese Kutsche müssen wir uns anschauen. Also in der Kutsche ist natürlich eine handwerkliche Meisterleistung. Also das ist schon wahnsinnig toll, die Verzierungen, wunderschön. Da hätte sogar ich den Sattel gegen den Kutscherbock ausgetauscht. Es ist wirklich beeindruckend. Sie hatten für jeden Anlass eine Kutsche, sogar für die besonders traurigen Momente. Das hier ist der Leichenwagen von der Kaiserin Elisabeth. Sehr prunkvoll. Wir gehen hier mitten durch den Schlosspark, auch wenn vorher ziemlich viel los war. Hier kann man super schön spazieren gehen und auch joggen gehen. Es gibt sogar ein Schwimmbad und wenn man zur Gloriette geht, kann man super über Wien schauen und auch einen Kaffee trinken. So, das war jetzt ein ganz schön langer Weg, aber direkt hinter uns liegt der Tiergarten. Das Ziel ist erreicht. Es ist der älteste Tiergarten auf der Welt und er wurde auch schon mehrmals zum besten Tiergarten gewählt. Jetzt gehen wir rein. So, jetzt beginnt gleich die Robbenfütterung. Das ist echt sehr cool. Ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Schauen wir einfach zu. So, bei den Eisbären hatten wir leider kein Glück, aber dieser Brillenbär ist auch ganz lieb. Von dem ganzen Tag hier bin ich jetzt schon etwas erschöpft und ich würde gerne einen Kaffee trinken oder ein Eis essen. Das kann man hier super schön machen und zwar im Kaiserpavillon unten, da gehen wir jetzt hin. Wir sitzen hier im Kaiserpavillon in der Mitte vom Tiergarten. Es ist ein wunderschöner Platz, um den Tag ausklingen zu lassen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich lasse mir jetzt noch die Trinkschokolade schmecken und dann hoffentlich sehen wir uns in Wien bald wieder. Tschüss!